Und da bin ich auch schon wieder und ich sehe gerade, hier gibt es eine weitere kleine Episode. Maltrans wahre Identität. How could Maltran do this? There are Hellions in the Roland's imperial family. It isn't all that strange to imagine Hellions amongst the Knights of Highland as well. A hero in war is a Hellion in life, goes the theory. I guess we have more evidence for that now. But who would agree with the thoughts of the Lord of Calamity? It isn't really as strange as you make it sound. Azura himself was a shepherd, as you know. And he thought the same way. In order to save the people and to begin anew, he would destroy everything. It's a pitfall that can trap all humans who let malevolence get the best of them. Yes. How am I gonna break it to Alisha? Does she really need to know? It might be worse for her not to find out at this point. But Maltran said she no longer had any use for Alisha. I suppose we ought to believe her. It wouldn't make sense for her to reveal her true self to us otherwise. Seems to me the biggest issue is she'd been Alicia's rock through all this chaos, right? Good point. If Alisha finds that out, not only has she lost her one pillar of support, but that pillar's been using her the entire time. She could fall apart. That might be exactly what Maltran wants. She's probably thinking she can get the war rolling for good by crushing Alicia's spirit. What should I do? Was solltest du tun? Ich wäre wirklich dafür, falls wir auch noch machen werden, dass wir zu Alisha gehen und hoffentlich sagst du es ihr dann. Weil mit jemandem, der ihr dann hilft und so weiter, kann sie wahrscheinlich am Ende mehr ausrichten und so weiter, als sie denkt. Ja, doch, hier waren wir schon. Gibt es hier und das. Da hinten waren wir noch nicht. Nee, da hinten. Da hinten konnten wir eigentlich doch teilweise schon sein. Theoretisch. So, ich probiere mal die Gegner zu umgehen hier. Weil die kennen wir ja kennen wir erstmal alle schon. Zweitens mal sind sie jetzt nicht irgendwie kompliziert. Hi, dickes Würmli. Ach, da verfolgt mich was. Ja, also ich bin wirklich dafür, ihr das zu sagen. Da hat man definitiv mehr von. So, nicht zu dicht, nicht zu weit weg. Da sind Steine. Da lang wollen wir. Okay. Mit neue Fundstätte, Altar des Bogens. Ja, das war die Waffe. Warum habe ich den beim letzten Mal eigentlich nicht mitgekriegt? Naja, gut. Okay. Steine. Ja, wir gehen auf jeden Fall mal runter. Das werden wir auf jeden Fall mal tun. So, was haben wir eigentlich hier? Verbesserte Kampfregeln aufstellen. Ne, automatisch oder nicht. Flugstabilisierung haben wir und was Neues gekriegt. Halb und halb, nein, halb und halb nicht nochmal. Aromatisiert, wenn du tödlichen Schaden erleidest, kannst du ein einziges Mal automatisch anwenden. Der Reserve geht allerdings K.O. Was ja auch nicht so. Das Wirken einer mystischen Art mit KP bei 15 verringert die benötigte SA für jede Figur um 1, jedoch nur ein einziges Mal. Hätten wir einen über. Ja, wir warten mal noch, was so kommt.
Das für ein Kräuterli. Die Kräuterli wachsen auch nach, oder? Kann das sein? Das heißt, theoretisch müsste immer mal wieder offscreen alle Kräuter abgehen. Und dann werden wir unglaublich Kräuter viele haben. Wir werden die Kräuterarmee stellen. Hinten gucken wir trotzdem noch mal. Das war da, hier hinten ist doch vielleicht ein Tor oder ein Kräuterli. Oder auch nix. Aber ich will echt mal wissen, ob wir hier nicht noch irgendwas finden. Ich bin neugierig. Weil in manchen Ruinen, das macht durchaus Sinn, manche Ruinen vielleicht doppelt zu erkunden. Wobei anscheinend diese Ruine halt nicht unbedingt, aber naja, ich gucke mir hier trotzdem noch kurz lang. Ja, Flatterli. Flatterdummer. Ah, die ist eine goldene Truhe. Ja, ich bin genau auf der richtigen Seite ausgewichen. Ich bin gut. Flattert ihr mir hinterher und schlängelt ihr mir hinterher. Ihr seid doch keine Gegner mehr. Warum? Warum probiert ihr es? Ah, hat sich hier... Get ready! Lion's Howl! Back off! I'm counting on you all. May your knowledge be ready when you can. Dance and burst. Annihilate! Back off! Multiple currents. Fight my enemies. Go forth, beast of water. Ready? Not done yet! No escape. Take this! It's over. Aqua Surf, Lord of Water. They're resilient. Don't just charge in there. Aim and fire. Blistering bang. Wie viel hat der eigentlich? Purging flame surround me! Cleaver! Blitz bomb! Ocean Blitz. Break on through. Flames of crimson! Cleaver! Let's take them all Pyrogenic down. Stream slasher! Blue Flurry. Break down. Break on through. Stream slasher! Blue Flurry. Ocean Blitz. Break on through. Is that it? Burst. Lightning strike! Ocean Blitz. Vermilion Break on flame! through. Laser Break beam! down. Come forth! Your burning strike! Radiant heat! Burst. Clear shot! Blistering bangs. My divine flame! Doch noch I geschafft. think it's time to take a breather somewhere. Oh, der gab relativ viel Erfahrung. 20 Treffer erzielt. Ich habe über 100 Treffer erzielt. Dafür gibt's nichts. Chlorid hat die Kenntnisse im Titel vertieft. Neue Kampfaktion erlernt. Neue Kampfaktion erlernt. Das ist hier. 30 Treffer. Das Wirken eines mystischen Artes mit 30 Treffer verringert die Bewegung A für jede Figur um 1, jedoch nur ein einziges Mal. Aha. Höchster Gesamtschaden 30.000. Bedingung für Erwerb gewirkte mystische Artes 150. Was machen wir da? Was haben wir denn noch hier unten? Bedingung für Erwerb? Okay. Warum steht da nichts? Höchster Gesamtschaden 40.000 amortisiert. Bedingung für Erwerb, Amortisierung 1000. Okay. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Technisch, was gibt's denn da? Bedingung 1000 Kämpfe, Bedingung für Erwerb Kombo-Treffer 150. Kämpfe auf mittleren Schwierigkeitsgrad oder höher. Okay, das haben wir noch nicht. Wir sind ja dann nicht auf dem Dings, aber wir sind ein bisschen höher als normal, so 1 AP. Ich mag das mit den Mimics. Das ist eine nette Sache, finde ich, in Spielen. Macht das manchmal ein bisschen überraschend. Oh nein! Eine Fake-Truhe! So nett, oder?
Das finde ich eigentlich immer ganz cool. So, ich will aber echt wissen, ob vielleicht nicht doch auf der anderen Seite dann doch was zu finden ist. Daher. Zack, Kurve rum, ja. Und ich laufe schon direkt, ich probiere extra wirklich die kompletten Gegner zu ignorieren. Weil direkt, die sind keine Gegner soweit. Der Mimik, okay, den konnte ich jetzt nicht unbedingt ignorieren. Das seht ihr mir bitte nach. Da was? Nee. So. Und wenn hier nichts ist, nehme ich dann den Speicherpunkt und reise dann zu Alisha. Falls es geht. Also erstmal geradeaus. Zack, zack, zack. Da ist die Tür. Und da ist ein Trüchen, ein Trüchen, ein Trüchen, ein Trüchen. Oh, gerade so entkommen. Gerade so. Jetzt hätte ich gerade wir kämpfen müssen, ey. Ja, vor allen Dingen will der Mimik da erstmal fliehen, Alter. Ich glaub's ja nicht. Die feige Socke. Der will fliehen. Der werde ich ja nicht mehr. Der werde ich ja nicht mehr. Das ist Frechheit ohne Ende, dass der fliehen will. Ganz kurz geradeaus. So. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung schreiben, wie ihr das Spiel bis jetzt findet. Vielleicht auch, was ihr vielleicht mehr sehen wollt, was ihr weniger sehen wollt. Das würde mich alles mal durchaus interessieren. Also da könnt ihr gerne mal Bescheid geben, was denn da so interessant ist. Vielleicht wollt ihr, dass ich noch weniger kämpfe, wobei noch weniger wird schwer. Ich muss ja dann doch irgendwie leveln. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, den Aufwand würde ich mir dann doch probieren zu vermeiden. Die Kämpfe rauszuschneiden wäre dann doch ein bisschen heftig. Ist der jetzt hier noch? Nee, der ist schon. Der hatte ich. Das wäre jetzt gewesen, ey, da hätte ich mir in den Arsch getreten, so ein bisschen. Wenn ich den noch nicht gemacht hätte. Den Turm da. Und ich merke, ich sollte die ja gar nicht alles wegschmeißen. Ich sollte einfach alle behalten und nur kurz kombinieren. Zuck, 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 zuck. Stück 90, bam. Das ist eins, was ich doch überhaupt nicht richtig verstehe. Da ist auch ein Trüchen, dachte ich mir. Die Trüchen nehme ich natürlich auf jeden Fall nochmal mit. Ein Mimik. Don't overdo it, Let's spread out! Rose. Use rough away! Very well. They're resilient. Don't just charge in there. Let's spread out! Be gone! No escape! It's over! Charge! Okay. May your knowledge be with you! Ready? Strike! Slayer! Fury! Vermilion range! Ready? No escape! How's this? Ready? Strike! This time it's for real! Let's fly! Ready? Strike! How's Ja, this? jetzt kann man Combo. I only need one rising demon to Be perform! gone! Strike! How's this? May your knowledge escape from you! Be gone! Storm of flames No surround! Ich finde es ja interessant, dass der als Widerstand Feuer hat. Als It's over! prinzipiell Holz. Be gone! Go under! Purity, come My forth! divine flame! Yeah! This hurts all! No escape! Der flüchtet man nicht bis How's jetzt. this? Burn crit! Wie hat der noch? Heavenly Bring the power! tide! Blade bang! No escape! How's this? Sehr schön. I think it's time to take a breather somewhere. Hat sich da auch wieder ein kleiner, lustiger Kampf hier ergeben. Und weiter geht's da. Nur Steine, nur Steine. Steine, Steine, Steine. Wer hat eigentlich diese Dings kaputt gemacht?
Hier ist dann doch überhaupt nichts. Schade. Ich hatte gehofft, dass vielleicht doch das hier versteckt ist. So, nochmal so ein Hey und so ein Versteck, der wäre ja ganz cool gewesen oder so. Aber leider nicht. Tut mir leid, dass ich euch hier umsonst hier reingeschleppt habe. Die sinnlose Ruinenerkundung von der Galahad Ruinen. Oder? Ja, Galahad oder Galahad. Wenn man es allerdings klingt das wie der Ritter der Tafelrunde. Sir Galahad. Gibt's noch die Arthur-Ruinen oder so? Wäre auch interessant. Reise zum Dings einstellen. Wir wollen nach Damensee und gehen ins Gasthaus. Zack. Ich probiere sowas natürlich zu vermeiden, dass ich da unnötige Dings rangehe. Stellt 10% Höhe, wenn die KP... Nee, das ist nett. Das nehmen wir. Tja. Guess that's that for the water trial. Barely. But weren't we just cleaning up the mess that Altul made? You don't have to say it like that. Meebo, just tell us how you feel. Well, I do feel a bit frustrated. Right? I think this is all just supposed to show us the worst-case scenario of what a shepherd could potentially become. I thought so too. So then, what were you going to do if Azura really didn't become a Hellion? In that case, we probably would have been challenged by another Hellion. Do you mean there are more shepherds who became Hellions? In the long lines of history, many have. I see. So that's why the trial is a test of one's spirit as well. Yes. If that's the case, then I'm convinced. You okay with that, Edna? I'm fine, as long as it's a fair trial. No fair. You're definitely spirited, Edna. Edna ist so schön. Ganz realistisch, ganz sachlich. Zack, bumm und haut einem das so richtig brutal um die Ohren. So, wir wollen mal noch gucken, ob hier auf der Karte was Interessantes zu sehen ist. Ja, abgesehen vom Ladescreen. So ist hier erstmal nichts. Das heißt, wir gucken, wir sprechen den hier nochmal an. Ein Geist im Verlangen auf Giffe, das erzählen. Der Geist ist doch schon längst ausgelöscht. Der ist doch schon, den habe ich doch schon längst besiegt, den Hellion da. Also, bitte. So, Windschreiten. Das finde ich echt gut, dass das in der Stadt ist, dass es dann so hilft. Haben die und das Interessante dann Sprechblasen? Nee. Ich könnte jetzt wieder, aber nee, ich will euch das dann nicht zu sehr antun. Aber ihr könnt natürlich auch schreiben, wenn ihr mehr davon wollt. Sagt mir. Sagt's mir. Sagt's mir. Ich werde jetzt mal gucken, wirklich nochmal bei der Alisha blicken lasse. Zack, 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 zack. Ja. Ja, das ist auch nicht. Ja, das habe ich auch schon gekriegt. Die Sprechblasen haben dann so einen leichten grünen Umrandung, wenn das eine Nebenmission oder so sein könnte. Ihr tauscht euch hier mal aus, stumm. Ihr redet nicht. Ich kann euch nicht belauschen. Oh. Highland is moving closer to war day by day. No one will listen to me, no matter what I do. Because you've been digging a hole, girl. You're stubborn as a mule, but even so. I won't give up. The strength of a knight exists to protect, and their kindness serves the people. You never change.
Saray, how are the ruins in Lake Haven Heights? Well, you know, I did obtain the spiritual powers. Wonderful. Though it's a shame. You just missed meeting my master. Alisha, I needed to tell you about... Maltran taught me the way of the spear at a young age. When I train with my master, I feel so invigorated. I don't enjoy all the scratches I get, but it's only because I lack experience. What kind of person is she? Well, she's kind of like a mother to me, but she doesn't like me saying that, says she's too young. But she taught me martial arts and the way of the knighthood when my mother died. I was only 7. I owe her much. Alisha, Though, I fear I rely on her a bit too much. That's not true. I'll try to convince the Chancellors. I do everything I can. Okay, dann sagen wir halt erstmal nichts soweit. So, die kann ich ja immer noch nicht öffnen, den Schlüssel habe ich ja noch nicht. Und du stehst so mehr rum, du bist ins Haus gegangen. Ich konnte dir die Wahrheit einfach nicht sagen. Komm schon, Zoe. Maltran ist gerade abgehauen. Du lässt sie doch nicht entwischen, oder? Was hast du eigentlich noch? Suchen wir den nächsten Schrein. Geheult, zack, zack. Da ist sie. Und die steht ganz gemütlich da. Aber dies wird erst in der nächsten Folge passieren. Daher, tschüss. Über eine schöne Bewertung und so weiter freuen wir uns immer. Nicht nur auf das Video, auch auf die anderen Videos. Genauso wie Kommentare. Wir unterhalten uns auch gerne mit euch. Wir werden auch gucken, wie ich das so jedem natürlich antworten. Jetzt sowieso noch ohne weiteres. So klein wie wir sind. Aber auch so, wenn wir das machen. Da haben wir eigentlich nicht ziemlich viel Spaß dran. Und ja, ich sag dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.